Ja, aber das hat damit eigentlich wenig zu tun. Erstens mal ist das Lord-System ultra die Scheiße. Dümmstes System aller Zeiten. Das darf so nie wieder implementiert werden. Und zweitens halten die sich nicht linear daran, was in Flive PC released wurde. Also schon so ein bisschen. Also ich meine, sie releasen jetzt nicht Dark Ratesia nach Asria und gehen dann zu Coral Island. Also so ein bisschen halten sie sich schon dran. Weil sonst wäre es ja stupid. Oder sie könnten jetzt eigentlich nicht Bahara-Wüste releasen und danach Caldera. Das würde auch wenig Sinn ergeben. Aber ich meinte jetzt eigentlich so von den anderen Sachen. Also die jetzt nicht unbedingt Levelerweiterungen und Levelgebiete sind. Das machen sie kreuz und quer. Manche Leute waren gute Lords. Ja, aber das Lord-System ist trotzdem Trash. Das hat eigentlich wenig mit dem Lord zu tun. Ich meine, die meisten Lords waren keine guten Lords. Aber das hat damit eigentlich wenig zu tun. Das System ist einfach scheiße. Warum sollte eine einzige Person entscheiden, wann der gesamte Server von Tausenden von Spielern XP und Drop-Events bekommt? Warum sollte ein Spieler das entscheiden dürfen? Hä? Wenn ich ein XP-Event will und ich will dafür 1 Milliarde Penya zahlen, warum muss ich da zu irgendeinem Affe gehen und den höflich darum fragen, ob er doch bitte XP-Event macht? What the fuck? Warum? Was? Warum sollte das so sein? Das ist das dümmste System aller Zeiten. Oder auch das Beste war mal Lord auf Yggdrasil. Oder auf damals noch Devos wahrscheinlich. Schautet so, wer XP-Event will, soll spenden. Ne? 1 Milliarde für 1 Stunde 50% XP-Event. Dann habe ich damals gelevelt auf 170 Maximallevel. Habe ihm so geschrieben, yo, ich will spenden, ich würde 3 Stunden oder so machen oder keine Ahnung, hätte halt ein paar Milliarden dafür gezahlt. Und dann antwortet er halt nicht. Aber er schautet aktiv, wer spenden will oder wer XP-Event will, soll spenden. Und dann schicke ich ihm so per Post das Geld, weil ich mir denke, okay, warum antwortet er nicht? Vielleicht ist er gerade, keine Ahnung. Schicke ich es ihm, so per Post, 3 Milliarden oder so. Und es war wirklich, ich wollte Maximallevel machen und ich hatte noch so 6-7 Stunden vor mir. Mit Lord XP-Event wäre es halbiert worden. Weil Lord XP wurde multiplikativ gerechnet und nicht addiert. Also Lord XP-Event hat quasi deine gesamte XP plus Amplis nochmal plus 50% gegeben. Also wenn du 1000% durch Amplis hattest, mit Lord XP-Event waren es dann 1500%, nicht 1050. Also Lord XP-Event in Flive PC war viel zu krank. Das hat den Ultra-Unterschied gemacht. Das hat dir einfach Stunden deines Lebens erspart. Und ich war kurz vor Maximallevel, quasi wirklich noch ein paar Stunden. Es war so um 1 Uhr, 2 Uhr morgens oder so. Und dann schreibe ich halt, wie gesagt, antwortet nicht, schicke es ihm per Post, jo, mach XP-Event, wenn du wieder da bist, pipapo. Kommt kein XP-Event, kommt kein XP-Event. Die ganze Zeit im Shout, spendet, spendet, spendet. Und der Typ ist einfach schlafen gegangen. Hat mir dann einer aus seiner Gilde in den Chat geschrieben. Der kam dann in den Livestream, hat gesagt, jo, der Lord ist seit einer Stunde pennen. Der kommt ganz sicher nicht mehr. Und dann habe ich ihm per Post geschrieben, dass er mir gefälligst mein Geld zurückgeben soll. Weil jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Also ich habe da Maximallevel gemacht, ihm dann geschrieben, er soll mein Geld zurückschicken. Ich hätte ihn am liebsten noch beleidigt, aber habe ich nicht gemacht. Aber wirklich, so unverschämt, weil der hat nämlich nicht geschrieben, dass er AFK ist. Mal ganz davon abgesehen, ist es tatsächlich gegen die Spielregeln. Es ist gegen die Spielregeln. Erstens, den Shout zu spammen ist gegen die Spielregeln. Und zweitens ist es verboten, beziehungsweise nicht möglich, AFK zu sein und zeitgleich zu shouten. Also nicht nur ist er ein Arschloch gewesen, er hat auch noch gegen 2 Spielregeln verstoßen. Und mir 3 Stunden meines Lebens gekostet oder so. Also, da war ich schon ziemlich sauer. Vor allem war es am Wochenende, wo die Lords eigentlich wirklich immer durchgeballert haben. Es war XP-Event, es war Wochenende. Da ist eigentlich immer üblich gewesen, dass Lord XP-Event durchgeballert wird. Und der Typ geht halt einfach um 1 pennen oder so. An einem fucking Samstag. Als Lord. Und das ist genau das, was ich meine.
warum sollte ich jetzt einem so ein Hampelmann, warum bin ich jetzt von einem so einem Hampelmann abhängig? Warum gibt es nicht einfach ein NPC? Da kann jeder Geld spenden und wenn genug Geld gespendet wurde, startet einfach das XP-Event. Warum läuft das über irgendeinen so Larry? Warum muss ich den quasi anbetteln, dass er doch bitte XP-Event machen soll oder dass er doch bitte noch eine Stunde online bleiben soll? Ich will leveln oder es ist XP-Event. So unlogisch. Ich meine, welcher Vollidiot hat sich dieses Scheißsystem überhaupt ausgedacht? Du machst einfach einen NPC, der sammelt Spenden, da kann auch niemand gescammt werden. Und du siehst immer den aktuellen Spendenstand und sobald er ein gewisses Limit erreicht hat, startet einfach automatisch das Event. Und das heißt, einer kann hingehen und alleine einfach sagen, ich habe jetzt so viel Geld, ich mache jetzt einfach XP-Event. Und falls jemand anders sagt, und vielleicht auch, dass es kumulierbar ist quasi, also wenn du jetzt, also ein XP-Event, wie gesagt, 1 Milliarde gekostet. Und vielleicht wäre es sogar sinnvoll gewesen, man hätte es so gemacht, dass man das auch stacken kann. Dass du jetzt anderen Leuten nicht so vom Timing her das so ein bisschen versauen kannst, wegen Amplis und Power-Ups und so. Weil es ja doch immer, musst du halt so zu einem NPC gehen und dann noch schnell zum Level-Spot gehen. Dass das dann mit den Amplis und Power-Ups und so nicht ganz simultan läuft, ist halt blöd. Dann wäre es halt noch cool gewesen, dass du es quasi auch überspenden kannst, sozusagen. Also spendest einfach 10 Milliarden und dann ist garantiert für die nächsten 10 Stunden XP-Event. Und wenn noch jemand mehr spendet, dann ist sogar 11 oder 12 oder 13 Stunden lang XP-Event. Einfach am Stück. Und, also, keine Ahnung. Aber nein, man gibt irgendeinem Dulli die ganze Macht über den gesamten Server. So ein dummes System. Das hat mich schon immer aufgeregt, das Lord-System. Im Endeffekt, du fandest das Lord-System so lange gut, bis dir einmal ein Lord voll den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dann fandest du es nicht mehr gut. Merkt man kaum, Gespenst. Oh, gut. Ich kann meine wahren Gedanken also gut verstecken. Bruh.